Thank you so much for the invitation. Danke für die Einladung. It's a joy for me to be here. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. I'm really sorry that I don't speak German, Tut mir leid, dass ich kein Deutsch spreche. but I should warn you that I do understand some German, Aber ich muss euch warnen, ich verstehe ein bisschen Deutsch. so you should only say kind things about Sweden for today. Ihr solltet also heute nur nette Dinge über Schweden sagen. I'm also very flattered by the added title you gave me on the brochure. Es schmeichelt mich auch sehr, dass ihr mir einige Titel noch auf der Broschüre zugeeignet habt. I would be really happy to add them to my CV. Ich würde sehr gerne Professor und Doktor in meinem Lebenslauf hinzufügen. I'm more of a professor in the American sense than in the German. Ich bin mehr ein Professor im US-amerikanischen als im deutschen Sinne. I'm looking forward to share my thoughts on this subject on apologetics in a secular culture. Ich freue mich darauf, meine Gedanken über dieses Thema Apologetik in einer säkularen Kultur mit euch zu teilen. And there will be a good time for questions and objections and interactions. Und es wird auch viel Zeit geben für Widersprüche, Fragen und Kommentare. So I look forward to the Q&A and to the dialogue with you. Ich freue mich auf das Frage und Antworten, auf den Dialog mit euch. I would like to begin by a quote from Paul in Colossians 4, verse 5 and 6. Ich fange mit einem Zitat von Paulus an, aus Kolosser 4, Vers 5 bis 6. Seid weise in der Art, wie ihr mit Außenstehenden umgeht. Holt das Beste aus jeder Gelegenheit heraus. Lasst eure Unterhaltung, euer Gespräch immer voller Gnade sein, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antwortet. Paul seems to just assume three things here. Paulus scheint drei Dinge hier einfach vorauszusetzen. That we as Christians should relate to the surrounding culture. Dass wir als Christen zu der Kultur, die uns umgibt, eine Beziehung haben sollten. And of course we should do it in a wise way. Und wir sollten das natürlich in eine Weise tun. He assumes that we are should be going into conversations with the surrounding culture. Wir sollten Unterhaltungen beginnen mit der Kultur, die uns umgibt. And we are advised to have conversations filled with grace and seasoned with salt. Und wir werden instruiert, dass unsere Unterhaltung mit Salz gewürzt sein sollte. And he assumes that a Christian can give answers to the surrounding culture. Und er setzt außerdem voraus, dass Christen Antworten geben können auf Fragen der Kultur. So this will be very much in the background for this presentation. Das ist sozusagen der Hintergrund meiner ganzen Präsentation. Here's a beautiful picture of Europe, Hier ist ein schönes Bild von Europa, which today is known as the secular continent on the globe. was heute als der säkulare Kontinent des Planeten genannt wird. And this is, of course, highly surprising, Das ist ziemlich überraschend, because historically Europe has been known as the Christian continent. denn historisch ist Europa der christliche Kontinent gewesen. If we think back historically to the start of the Christian movement, Wenn wir zurückdenken in der Geschichte, wie das Christentum startete, of course it did not start in Europe. also ja klar, es ist nicht in Europa losgegangen, It started in Jerusalem and it exploded in all different es ist directions. in Jerusalem losgegangen und in alle Richtungen explodiert. So Thomas took the gospel to India, Thomas ging mit dem Evangelium nach Indien. and Philip gave it to the Ethiopian who took it to Africa. Philippus gab es dem Äthiopier, der es nach Afrika mitnahm. And Paul brought it to Europe. Paulus hat es nach Europa gebracht. And then gradually the gospel was preached and spread throughout Europe. Und dann stufenweise wurde das Evangelium gepredigt und breitete sich in Europa aus. And in some places the gospel have been here for 2000 years and in other places for more than 1000 years. Und in Europa, an manchen Stellen ist es seit 2000 Jahren da gewesen und in anderen seit ungefähr 1000 Jahren.
So in my country, far up in the north, In meinem Land, das ist irgendwo da oben im Norden, the gospel came through 2 German monks da kam das Evangelium durch deutsche Mönche hin, 1200 years ago, 1200 Jahre vorher. when Ansgar and Wittmar were sent by the Bishop of Bremen to preach for the wild Vikings up in the north. Ansgar, wie heißt And Wittmar, Ansgar and Wittmar. Ansgar und Wittmar, die wurden von einem Bischof in Bremen losgesandt, den wilden Wikingern das Evangelium zu bringen. So we are, of course, immensely grateful for the impact you gave our country. Wir sind natürlich unglaublich dankbar für den Schub, den ihr unserem Land gegeben habt. And I have often in my imagination looked at this picture and thought of it as a metaphor for the light of the gospel. Ich habe mir manchmal dieses Bild angeschaut und gedacht, das ist ja wie ein Bild, eine Metapher für das Licht des Evangeliums. So you have Europe here photographed during nighttime. Hier ist Europa während der Nacht fotografiert worden. But it's lit up by all the lights of the cities. Aber es ist erhellt durch die ganzen Lichter der Städte. And as a metaphor, the gospel was preached in the dark continent of Europe and the light of the gospel were lit everywhere. Und bildhaft gesprochen wurde das Licht des Evangeliums in einen Kontinent gebracht, der dunkel war und hat ihn plötzlich erhellt. Of course, not in the sense that everyone historically was a Christian in Europe. Natürlich nicht in dem Sinne, dass historisch gesprochen jeder Europäer ein Christ wurde. We know, of course, of so much of nominal Christianity and cultural Christianity. Wir wissen um nominelles Christentum, Kulturchristentum. And yet the Christian faith was the natural background for Europe for so many centuries. Und trotzdem, das Christentum war der natürliche Hintergrund für Europa über viele Jahrhunderte hinweg. And the Christian worldview was taken for granted by the huge majority of people. Für die meisten Leute nahmen das Christentum als selbstverständlich an. But during the last century, something highly surprising and shocking has happened. Aber im letzten Jahrhundert ist etwas Überraschendes und sehr Schockierendes passiert. The lights in Europe has turned off. Die Lichter in Europa gingen aus. And darkness is coming back. Dunkelheit kommt zurück. In a way that no one expected 100 years ago. In einem Ausmaß, das niemand vor 100 Jahren erwartete. You know, it's after year 70, Europe has been the kind of home base for Christianity. Nach dem Jahr 70 ist das Europa sozusagen das Heimatspielfeld des Christentums gewesen, die Heimat des Christentums gewesen. And out from Europe, missionaries has been sent all over the world. Aus Europa sind Missionare in die ganze Welt gesandt worden. And the strong revivals we see today in Latin America and Africa and China Und die enorm starken Erweckungen, die wir in unseren Tagen in Lateinamerika sehen, in Afrika, in China. So many of them have roots from European missionaries. Viele von denen haben ihre Wurzeln in europäischen Missionaren. So much of the gospel has gone out from Europe. Das Evangelium ist massenweise aus Europa herausgetragen worden. But now we see the churches in Europe collapsing. Aber jetzt beobachten wir, dass die Kirchen in Europa zusammenbrechen. So if you have your imagination with you, your fantasy with you, can you imagine all the lights one by one going off? Wenn ihr die viele Fantasie dafür aufbringen könnt, dann stellt euch bei dem Bild mal vor, dass ein Licht nach dem anderen ausgeht. Here's a survey from the UK from 2017. Hier kommt jetzt eine Umfrage aus dem Vereinigten Königreich aus dem Jahr 2017. It says, for every one person brought up in a non-religious household who starts going to church, 26 people raised as Christians turned into non-believers. Auf jede Person, die in einem nicht religiösen Familie aufwächst und dann anfängt zur Kirche zu gehen, gibt es 26, die in einem christlichen Umfeld aufwachsen, aber zu Ungläubigen werden, wie ein neuer Bericht herausfand. So people are coming to faith. Es gibt Leute, die zum Glauben kommen.
from a non-Christian background, aus nicht christlichem Hintergrund. but simultaneously, for everyone coming to faith, 26 with a Christian background leaves the church. Aber für jeden, der dazukommt, gibt es 26 aus einem christlichen Hintergrund, die gleichzeitig die das Christentum verlassen. Now, my point here is not the precision of this statistic. Es geht mir jetzt nicht darum, ob die Zahlen ganz genau stimmen. You can ask all kinds of questions in relationship to these kinds of surveys. Man kann bei dieser Art Umfrage alle möglichen Fragen und Hinterfragungen anbringen. And yet the trend is crystal clear. Aber der Trend ist ganz klar. And it's not only in Britain. Und nicht nur in Britannien, It is in my country. in Schweden, And it's happening all over Europe. überall in Europa. More people are leaving the church than are joining the church generally. Es gibt mehr Leute, die gehen raus, als die reinkommen in die How Kirche. has this happened? Wie ist das passiert? Here is another survey done by the European Union. Hier gibt es nochmal eine Umfrage, die hat die Europäische Union durchgeführt. They asked young people in the age between 16 and 29 years old about how they identify religiously. Sie haben junge Leute zwischen 16 und 29 gefragt, welche Identität habt ihr, was eure Religion angeht? So you could tick a box of Roman Catholic, Orthodox, Protestant, Hindu, Muslim. Also man konnte alles ankreuzen. Römisch-katholisch, orthodox, Protestant, Hindu, Moslem und so weiter. And then there was one box, no religion. Und ein Feld war keine Religion. So what's the statistics of young people not any longer identifying with any religion at all? Wie sieht die Statistik aus? Wie viele Leute identifizieren sich, junge Leute, mit keiner Religion mehr? This survey is done between 2014 and 2016, so it's a few years old. Also das war zwischen 2014 und 2016, schon ein paar Jahre her. But it's still of interest, I think. Aber ich denke, es ist immer noch interessant. You can see in some countries young people are still religious. Es gibt schon ein paar Länder, da sind junge Leute noch ziemlich religiös. So in Poland it's only 17% who ticks no religion. In Polen haben nur 17% der jungen Leute angekreuzt, dass sie keine Religion haben. So the big majority still identify as religious, and in that case, of course, as Roman Catholics. Also die Mehrheit dort identifiziert sich schon noch als religiös und zwar dort natürlich als römisch-katholisch. And even in Germany, it's a minority who ticks no religion. Sogar in Deutschland ist es noch eine Minorität, die But keine Religion ankreuzt, aber But still, it's 45% 45%. who is not own. They are not even nominal or culturally religious. Die sind nicht mal nominell oder kulturell Christen. And then you see all the countries on the other side of the red line. Alle links von der roten Linie. There you have the majority of young people tick no religion. Da ist es so, dass die Mehrheit der jungen Leute keine Religion angekreuzt haben. And unfortunately, you see my country far to the right. Und leider ist mein Land ziemlich weit links. In this survey, 75% ticked the box no religion. 75% der jungen Schweden. So you're really a minority if you identify as any kind of religious person. Also in Schweden ist man wirklich eine Minderheit, wenn man in irgendeiner Religion meint anzugehören. This is the most drastic cultural change that has happened for a millennium in Europe. Das ist der drastischste kulturelle Unterschied oder Veränderung, die seit 1000 Jahren in Europa passiert ist. And we need really try to understand why this has happened. Und wir müssen wirklich versuchen zu verstehen, warum ist das passiert? And of course it's a complex and complicated story. Also es ist natürlich schon eine komplexe und komplizierte Geschichte. And we have no chance to go into all the complexities this morning. Und wir können heute Morgen nicht in alle komplexen Details hineingehen.
So I'm fully aware that I will be simplifying to the extreme this morning. Also mir ist schon bewusst, dass ich heute Morgen extrem vereinfachen werde. But sometimes it is a good starting point to simplify and generalize from the beginning. Aber es ist ja manchmal schon ein guter Start, Ausgangspunkt, anfangs zu vereinfachen. And then later on you can fill in all details that Dann we're kann man missing. später die Details sich noch genauer anschauen. So here is how I see what has happened. Jetzt möchte ich darstellen, wie ich das sehe, was hier passiert ist. I think of Europe as a continent with two root systems. We nourish ourselves from two different roots. Nach meiner Auffassung hat Europa zwei Wurzeln. Wir ernähren uns aus zwei Systemen in Europa. We drink from two different wells. Wir trinken aus zwei verschiedenen Brunnen. One root system is, of course, the Christian. Eins davon ist natürlich das Christentum. We could have started with Abraham, but I say Jesus here, since that's when we as Gentiles are included. Ich könnte jetzt mit Abraham anfangen, aber wir als Nationen, Nicht-Juden, bei uns fängt es ja mit Jesus an. So the gospel is proclaimed and gradually becomes the dominant faith in the Roman Empire. Das Evangelium wird verkündigt und langsam wird es zur dominierenden Kraft in Europa. And gradually it spread all over Europe, as we've said. Es hat sich langsam über ganz Europa ausgebreitet, wie schon gesagt. And of course there's a lot of ups and downs and a lot of problems. Es gibt viel rauf und runter und jede Menge Probleme in diesem Prozess. The centuries before the Reformation was a period of deep theological problems. Zum Beispiel vor der Reformation, die ganzen Jahrhunderte, das waren Jahrhunderte mit tiefen theologischen Problemen. And the Reformation was a return to a more original Christian faith. Die Reformation, das war schon die Rückkehr zu einem ursprünglicheren christlichen Glauben. During the 18th and 19th century, in many places in Europe, there are strong revivals. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es in vielen Regionen Europas starke Erweckungen. In my country, who is now one of the most secularized country, this was a period where revivals were sweeping the whole country. Heutzutage ist mein Land eines der säkularisiertesten, aber damals, 18. bis 19. Jahrhundert, glaube ich, gab es also raumgreifende Erweckungen in Schweden. And even in the beginning of the 20th century, there was a strong Pentecostal revival sweeping the country. Auch noch am Anfang vom 20. Jahrhundert gab es eine starke pfingstkirchliche Erweckung, die ganz Schweden erfasste. Of course, it was not a golden age. Es war jetzt kein goldenes Zeitalter. It was an age with sinners, as all ages after the Es fall. war ein Zeitalter mit lauter But Sündern. But still, it was a strong church and a dynamic spiritual life. Aber es war eine starke Kirche und ein dynamisches geistliches Leben. No wonder the year 1900 expected the massive collapse of the churches that were then coming in the 20th century. Niemand um 1900 erwartete diesen starken Zusammenbruch, wie wir ihn jetzt vor uns haben. Why has that collapse taken place? Warum ist dieser Zusammenbruch geschehen? That is because of the other well we are drinking from, Das liegt an dem anderen Brunnen, aus dem wir trinken. the other root system. Das andere Wurzelsystem Europas. And of course we can trace it back to the fall, Wir können das natürlich wiederum zurückführen bis auf den Sündenfall. but for our continent we can also trace it back to Greek philosophy. Aber für unseren Kontinent, da können wir es zurückführen auf griechische Philosophie. And we could put a specific philosopher, Protagoras, as the man here. Und wir können das anfangen lassen bei einem ganz bestimmten Philosophen, nämlich Protagoras. Protagoras is the man who coined the phrase, man is the measure of all things. Protagoras, das ist der Philosoph, der den Ausdruck münzte, der Mensch ist das Maß aller Dinge. So here you have the huge contrast. In the Christian system, God is at the center of everything. Hier habt ihr den großen Kontrast, den großen Unterschied. Im christlichen System ist Gott im Zentrum von allem. God is the starting point. God is the authority. God is the goal of everything. Gott ist der Start, ist die Autorität, das Ziel von allem. And we are created by Him. Und wir sind von ihm erschaffen. And our whole existence is dependent upon Him.
And all meaning is derived from him. Alle unsere Existenz ist basiert auf ihm und jede Art von Bedeutung ist von ihm abgeleitet. In humanism, you get rid of God Im Humanismus, da lassen wir Gott mal weg and you put man at the center. und setzen den Menschen ins Zentrum. Not humanity as a collective, Nicht die Menschheit als Gesamtheit, kollektiv, but the individual human being. sondern das einzelne menschliche Wesen. There is no one above me. Es gibt niemanden über mir. I'm the final authority. Ich bin die letztgültige Autorität für mich. So, of course, among Greek philosophers, you will find all different kinds of philosophies, but this is the philosophy from Protagoras. Man findet natürlich bei den griechischen Philosophen alle möglichen Arten von Philosophie, aber das ist das Zentrum der Philosophie von Protagoras. In the Christian Europe during the Renaissance, people start to be inspired by some of the Greek humanism. In der Renaissance, da gab es einige Europäer, die wurden inspiriert von den griechischen Philosophen, dem Humanismus dieser griechischen philosophischen Zeit. Of course, people still believed in God, but there were some aspects of elevating the human being that was brought forth during the Renaissance. Die Leute während der Renaissance glaubten schon noch an Gott, aber da gab es Aspekte des Verständnisses des Menschseins, die wurden von den humanistischen Philosophen abgeleitet. And then during the Enlightenment, those ideas take over the intellectual elite in Europe. Und während der Aufklärung, da war es so, dass diese Ideen, diese Gedanken, die von der gesamten intellektuellen Elite Europas übernommen wurden. So, of course, the populations of Europe is not affected at this time by the shift. Zu der Zeit wurde die Bevölkerung von Europas in ihrer Masse von dieser Veränderung noch nicht erfasst. It's philosophers, artists, some scientists, the intellectual influential that are taking a new starting point. Es waren einige Wissenschaftler, es waren Philosophen, Künstler, die diesen neuen Ausgangspunkt wählten. But it is what this elite did a number of centuries ago that today has taken over our culture. Aber was damals die Elite tat, das hat jetzt unsere gesamte Kultur erfasst. Of course, this was not a singular event. Das war nicht so ein einzelnes Ereignis nur. You could go through a number of processes with the starting point of a Judeo-Christian theism. Man könnte an mehreren Stellen einen Start zeigen, der beim jüdisch-christlichen Theismus begann. Moving on to a more deistic conception of God. Das ging dann weiter in Richtung einem eher deistischen Verständnis Gottes. Where God is still there as the creator, but he's not active in the world. Da gibt es Gott noch als Schöpfer, aber in der Welt, da ist er nicht aktiv, da handelt er nicht. And he has not revealed himself in history. Und er hat sich auch nicht in der Geschichte offenbart, war damals die Auffassung. And it moved on to a more agnostic position of people saying, we cannot have knowledge about this. Dann ging es weiter zu einer agnostischen Position, wo Menschen sagten, wir können da gar nicht wissen, was da ist. And then hardening into a more atheistic or naturalistic position. Und dann hat sich das Ganze verhärtet oder wurde geschärft zu einer wirklich atheistischen, naturalistischen Position. But regardless of the details of this process, we have moved from one root system to another, from a Christian perspective to a humanistic perspective. Aber egal, wie wir das im Detail anschauen, jedenfalls sind wir von dem einen Wurzelsystem zu dem anderen gegangen. Von dem jüdisch-christlichen zu einem humanistischen System. In academic circles, when people are discussing this process of secularization, this man is always referenced. Wenn in akademischen Zirkeln dieser Prozess der Säkularisierung diskutiert wird, dann bezieht man sich immer auf diesen Mann. It's the Canadian intellectual Charles Taylor and his book A Secular Age. Das ist der kanadische Intellektuelle Charles Taylor und sein Buch Ein säkulares Zeitalter. It's a thick and very rich book. Das ist ein dickes, inhaltsreiches Buch. So I cannot summarize it here. Also deswegen kann ich es jetzt hier nicht zusammenfassen. But there are a number of phrases that Taylor has coined that is really helpful
for us to understand our time. Aber Taylor hat einige Ausdrücke gefunden, die wirklich hilfreich sind, um das, was zurzeit passiert, zu verstehen. He says that because of secularization, everyone in Europe is now doubting. Er sagt, wegen dieses Prozesses der Säkularisierung ist es so, dass jetzt jeder Mann in Europa zweifelt. Because we are cross-pressured by the plurality of positions around us. Wir werden von allen Seiten bedrückt, bedrängt von der Pluralität, der Vielfalt von Meinungen. Of course, there is still a majority position, and in my country that is the secular position. Es gibt immer noch eine Mehrheitsposition und in meinem Land, in Schweden, ist das die säkulare. But it's not a monolithic situation. Es ist keine monolithische, keine komplett einheitliche Situation. It's still a plurality of position where everyone is questioning everyone. Es ist eine plurale Gesellschaft, wo jeder jeden hinterfragt. Which means that doubt is growing everywhere. No one is sure of anything. Das bedeutet, dass überall Zweifel wächst. Niemand ist sich irgendeiner Sache sicher. Taylor also talks about our time as the age of authenticity. Taylor nennt unsere Zeit auch das Zeitalter der Authentizität. The big issue is not what's the truth outside there, but who am I? Die große Frage ist nicht, was ist Wahrheit, unabhängig von meiner Person, sondern die große Frage ist, wer bin ich? And he talks about what he calls the subtraction story. Er spricht über etwas, was er Subtraktionsgeschichte nennt. Historically, people have received their identity from their context. Historisch gesprochen hat jeder Mensch seine Identität von seinem Kontext bezogen. So from your family, from your social status, from your community, from the church, from God. Aus dem sozialen Status, aus der Gemeinschaft, aus der Kirche, aus Gott. Daher wurde die Identität bezogen. So layer after layer who defined who you are. Das ist Schicht, die definiert, wer man ist. The story of subtraction is that every layer is now subtracted, taken away, in order to find an isolated I. Und diese Subtraktionsgeschichte, die besteht darin, dass eine Schicht nach der anderen entfernt wird, um dann im Kern so ein isoliertes Ich zu finden. This happens in the world which at the same time is going through a process of what he called disenchantment. The magic is gone. Und das passiert, während gleichzeitig in der Welt so ein Entzauberungsprozess stattfindet. Die Magie verschwindet. Historically, people lived in a world where there was an unseen spiritual reality just beside. Früher lebten die Menschen in einer Welt, da gab es so ein unsichtbares anderes, was gleichzeitig existiert. So there were spiritual forces that could affect your life for good or bad. Es gab geistliche Mächte, die dein Leben beeinflussen konnten, zum Besseren oder zum Schlechteren. There were good forces and there were evil forces. Es gab gute und And people lived in schlechte fear Kräfte. often for those forces. Häufig lebten die Leute in Angst vor diesen Kräften. Now we have, through secularization, closed off that world. Jetzt haben wir durch den Prozess der Säkularisierung diese spirituelle Welt ausgeschlossen. That is in one sense a release. There are no evil forces that can affect you negatively. Das ist in einer Hinsicht natürlich eine Erleichterung. Es gibt keine negativen Kräfte, die dich beeinflussen können. But it's also limiting yourself because there are not positive forces that can enrich your life. Und aber andererseits limitiert, begrenzt es uns auch, denn es gibt auch dann keine positiven Kräfte, die dein Leben bereichern können. So Taylor talks about the buffered self, who is closed off from a spiritual world. Taylor nennt es das gepufferte Selbst, das ist abgeschlossen gegenüber einer Außenwelt. And this means that the individual lives with an immanent frame. It's here and now, that's the only thing that counts, and I'm at the center. Das heißt, dass das Individuum heutzutage mit einem
in einem immanenten Bezugssystem lebt. Das ist das Hier und Jetzt, was nur zählt. Und es bin ich selber, der letztlich der Maßstab ist. So, our culture has really changed. That's my point. Mein Hauptpunkt in diesen Ausführungen war, unsere Kultur hat sich wirklich geändert. What did the church do during this process of such a drastic change when we moved from a Christian worldview to the Enlightenment and to the humanism? Was hat denn die Kirche, die Christenheit gemacht, während dieser Prozess stattfand? I think here it's really important for us to see the weaknesses of the Christian response. Es ist schon wichtig für uns, die Schwächen der christlichen Antwort zu sehen. Again, if I simplify, there were two basic responses. Ich möchte wieder vereinfachend sagen, es gab zwei hauptsächliche Antworten der Kirche. Both were wrong, or at least not totally right. Beide Antworten waren falsch oder jedenfalls nicht komplett richtig. The first response came from what we today call liberal theology. Die eine Anpassung kam aus einer Ecke, die wir heutzutage liberale Theologie nennen, who basically accepted the shift from a Christian worldview to humanism, die im Grunde diesen Übergang von einem christlichen zu einem humanistischen, säkularen Weltanschauung akzeptierte, but did not want to get totally rid of Christianity, aber natürlich nicht komplett das Christentum wegschaffen wollte, but instead thought to adjust theology so it fits under the umbrella of humanism. sondern die Theologie sollte angepasst werden, damit sie unter diesen Schirm des Säkularismus passt. So then they were forced to reduce Christianity to get rid of all supernatural. Und da mussten sie das Christentum reduzieren, verkleinern sozusagen, um alle übernatürlichen Dinge auszuschließen. So you cannot believe in miracles any longer, or the inspiration of the Bible, or prophecy any longer. Also man kann dann nicht mehr an Wunder glauben oder an die Inspiration der Bibel oder an Prophetie. So Christianity was reduced to existentialism or to ethics. Christentum wurde dann reduziert auf Existenzialismus und Ethik. Like for Schleiermacher, who defined religion as the feeling of absolute dependence. Schleiermacher hat das zum Beispiel gemacht. Er hat Religion definiert als das Gefühl totaler Abhängigkeit. So what is left of the Christian faith is my inner feeling, not objective historical facts. Was dann also übrig geblieben ist von dem christlichen Glauben, ist mein subjektives Gefühl und nicht die objektiven historischen Fakten. Or, to quote another German theologian, Harnack, Adolf von Harnack, Christianity is reduced to ethics, the fatherhood of God and the brotherhood of man. Um noch einen deutschen Theologen, Adolf von Harnack, zu zitieren, er hat das Christentum reduziert auf die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft der Menschen. So there is no drama of sin and salvation and a savior in the midst of history. Das ganze historische Geschehen von Sünde und einem Heiland in der Mitte der Geschichte, das findet da gar nicht mehr statt. And of course I shouldn't quote only Germans. Here's a survey from Britain. Ich sollte natürlich jetzt hier nicht nur Deutsche zitieren, hier ist eine Umfrage aus Großbritannien. BBC asked people who identify themselves as Christians about Easter. Die BBC hat Menschen, die sich als Christen bezeichneten, über Ostern befragt. And 25% of those Christians said that the resurrection never happened. Und 25% dieser Christen haben gesagt, Auferstehung nie passiert. So that's the result of liberal theology. Das ist ein Ergebnis der liberalen Theologie. The other response came from the more Bible-believing part of the church. Die andere Antwort, Reaktion auf diese Aufklärung und Säkularisierung, die kam mehr von der bibelgläubigen Fraktion der Christenheit. And we can talk about pietism or Pentecostalism or charismatics, different variety of people who hold the Bible in high esteem. Wir könnten jetzt Pietismus nehmen oder Pfingstkirchen oder Charismatiker, alles Leute, Christen, die die Bibel hoch
sehr hoch einschätzen. And of course, they did not want to deny anything in the Bible. Sie wollten nichts verleugnen oder negieren, was in der Bibel drinsteht. But they choose instead to ignore the intellectual challenge. Aber was sie dann sich entschieden, die intellektuelle Herausforderung zu missachten. To leave, to use a sports term, walk over in the intellectual match. To what? Sorry? To walk over, or do not join the match. Aha. Sie haben sich entschieden, dem Spiel, wenn es um den intellektuellen Streit ging, das Spiel um den intellektuellen Streit gar nicht mitzuspielen. And that worked quite well during the 18th and 19th century when the majority of the population still believed in God and took many things for granted. Das hat ganz gut funktioniert im 19. Jahrhundert, als die meisten Leute das Christentum für selbstverständlich hielten und die meisten Leute auch noch gar nicht diese Zweifel hatten. But to ignore the philosophical questions have shown itself to be a disaster during the 20th century. Aber diese philosophischen Herausforderungen, Fragen einfach links liegen zu lassen, das hat sich als Desaster im 20. Jahrhundert herausgestellt. Because through the educational system now everyone is taught the new ideas. Denn durch das Erziehungs- und Schulsystem in unseren Ländern ist jetzt wird jedem Kind das neue Denken beigebracht. You cannot say, well, that's a small intellectual elite. Man kann es jetzt nicht mehr sagen, naja, das sind so ein paar Intellektuelle, eine Elite. Now it's ideas that are promoted through kindergarten. Das sind jetzt Ideen, die starten im Kindergarten, den Kindern mitgeteilt zu werden. This is a PhD research done in Sweden by a non-Christian scholar. Das hier ist der Titel einer Doktorarbeit von einem nichtchristlichen Wissenschaftler. She analyzed what was the attitude in the Swedish educational system towards religion. Sie hat analysiert, was ist denn die Einstellung im schwedischen Erziehungssystem zu Religion. And her conclusion was this. The findings indicate that the secularist discourse was hegemonic in the classroom practice. Meine Befunde zeigen an, dass ein säkularer Diskurs beherrschend war im Klassenzimmer, in dem wie im Klassenzimmer gearbeitet und gelehrt wurde. A non-religious atheistic position was articulated as neutral and unbiased. Eine nicht religiöse, atheistische Position wurde hingestellt als neutral und ohne Vorurteil. And being secular was associated with being a rational, critically thinking person. Und säkular zu sein, das wurde verbunden damit, dass man eine rational denkende, kritisch denkende Person ist. This has put everyone with a Christian background under tough pressure. Das hat jeden mit christlichem Hintergrund unter hohen Druck gesetzt. And I think if we look at the practical level, one of the reasons for the collapse of the church is here. Und wenn wir uns das genau anschauen, denke ich, dass einer der Gründe für den Zusammenbruch der Kirchen hier zu finden ist. To illustrate it more concrete. Um das mal etwas deutlicher, konkreter zu illustrieren. If you are raised in a Christian home or in a relationship with a Christian church, you constantly hear one voice. Wenn ihr in einer christlichen Familie, in einer christlichen Kirche aufwachst, dann hört ihr konstant, ständig eine bestimmte Stimme. It's a wonderful voice. Es ist eine wunderbare Stimme. That tells you there is a God. Die dir sagt, es gibt einen Gott. Someone has created this universe. Jemand hat das Universum geschaffen. You are loved by God even though you are a sinner. Du wirst von Gott geliebt, obwohl du ein Sünder bist. He has shown that in Jesus Christ. Das hat er gezeigt in Jesus Christus. You can pray to him. Du kannst zu ihm beten. He responds. Er wird antworten. You can read his words. He will guide you and help you. Du liest sein Wort. Er wird dich führen und dir helfen. You can have a large vision of your life. Du kriegst einen viel größeren Blick auf dein eigenes Leben. Because God wants to use you on this earth. Denn Gott möchte dich auf dieser Erde benutzen. And then he has prepared a wonderful future in the next world. Und dann hat er
in der nächsten Schöpfung eine wunderbare Zukunft für dich vorgesehen. Okay, so that's a voice filled with hope and meaning and grace. Das ist eine Stimme voller Hoffnung und Bedeutsamkeit und Gnade. But constantly there is another voice being heard. Aber gleichzeitig, konstant, hört man eine andere Stimme. It's heard much more often and from much more people. Man hört sie viel häufiger und von einer größeren Anzahl Personen. Through your friends, through the educational system, through media. Von deinen Freunden, im Erziehungssystem, Schulen und so weiter, in den Medien. And that voice says, no, there's no God. Die Stimme sagt, nee, es gibt keinen Gott. Sorry, we thought that before we had real knowledge. Tut uns leid, ja, das haben wir geglaubt, bevor wir dann wirkliches Wissen erworben haben. But now we know we are alone. Aber jetzt, wir wissen das, wir sind allein. Do the best you can of your life, and when it's over, it's over. Mach das Beste aus deinem Leben und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. There's no one listening when you pray. You just talk to the ceiling. Wenn du betest, da hört keiner zu, du sprichst nur zur Decke. It's just psychology that you think someone responds. Es ist nur so was Psychologisches, wenn du denkst, da hat einer geantwortet. It's not real. Es ist nicht reell. Come on, you cannot be guided by a book written by people from antiquity. Du kannst, sag bloß, du willst dich von einem Buch, was in der Antike geschrieben wurde, führen lassen. They didn't know all the things we know. Die wussten doch noch gar nicht all das, was wir jetzt wissen. And you see the tension living with those two voices. Und ihr merkt, diese ganze Spannung mit diesen beiden Stimmen zu leben. This creates what is termed cognitive dissonance. Das erzeugt, was man als rationale Dissonanz, verständnismäßige Dissonanz bezeichnet. So dissonance is when it's disharmony. I can play the piano and it's the notes does not fit together. Das ist, wenn man auf dem Klavier spielt und das ist vollkommen unharmonisch. Das passt alles nicht zusammen. And cognition has to do with thinking. Und Kognition, da geht es ums Denken. When we suffer from cognitive dissonance, that is when we have two ideas that cannot be true simultaneously. Wenn wir diese kognitive Dissonanz erleiden, dann ist das, weil wir zwei Dinge bewegen, die einfach nicht zusammenpassen. And as human beings, we have a natural tendency to solve the dissonance by rejecting one idea and wholeheartedly affirm the other. Und wir haben so eine Tendenz als Menschen, wenn wir solche kognitive Dissonanz erleben, dass wir das eine von den zwei widerstreitenden Ideen, die eine beiseite schieben und umso fester an die andere glauben. It's like if you have one foot in one boat and the other in another boat, you can stand there for some time. Das ist, als wenn ihr in zwei Booten, das linke Bein im linken, das rechte im rechten, da kann man mal eine Weile so stehen bleiben. But sooner or later they will slide apart and you have to do something. Die werden aber dann sehr rasch auseinanderdriften und dann musst du irgendwas tun. You have to solve the situation. The pain will be unbearable. Du musst die Situation irgendwie auflösen. Der Schmerz wird unerträglich. What has happened in our culture is that people have felt that the only way to solve the cognitive dissonance is to move into the secular boat. Und was in unserer Kultur passiert ist, dass die Menschen gedacht haben, die einzige Möglichkeit, aus dieser kognitiven Dissonanz rauszukommen, ist, ins säkulare Boot einzusteigen, mit beiden Beinen. And they have not received help to see that you can stand with confidence in the boat of the gospel or in the Christian faith. Und sie haben nicht genug Unterstützung bekommen, um zu bemerken, du kannst mit voller Zuversicht in dem Glaubensboot, in dem christlichen Boot stehen bleiben. So this would be in a very broad picture of what has happened in our culture. Das ist jetzt ein ganz breites, vereinfachendes Bild von dem, was in unserer Kultur passiert ist. Which I think we need to understand as a background when we want to, what Paul talked about, go into conversation with our culture. Das müssen wir verstanden haben, wenn wir, wie Paulus es im Kolosserbrief sagt, ins Gespräch mit unserer Kultur kommen wollen. And before I move into to talk more about the role of apologetics in this process, maybe this is a time for response, questions, criticism, objections, whatever you have,
to this first part of my presentation. So let's take some time for a Q&A. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit an dieser Stelle für Fragen und Antworten, für Kommentare, die ihr habt, bevor ich dann zu dem apologetischen Gesichtspunkt komme, also was zu tun ist. Let's continue. I will give a presentation and there will be an option to ask questions also after this. Das wird jetzt wieder eine Präsentation und danach gibt es wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. And of course, if you have some questions on the first part, please feel free to raise them in the next Q&A. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem ersten Teil, dann fühlt euch frei, das nachher zu fragen. So what should our response be to what has happened in Europe? Was ist jetzt unsere Antwort auf das, was in Europa geschehen ist? The answer to that cannot be just one thing. Die Antwort wird jetzt nicht nur eine Sache sein können. That would be a huge mistake to say this should be countered this way. Es wäre ein riesiger Fehler, wenn man sagen würde, da müssen wir jetzt Folgendes machen. We need to give a broad response. Wir müssten schon eine breit aufgestellte Antwort geben. We need, of course, to continue to preach the Word of God. Wir müssen natürlich darin fortfahren, das Wort Gottes zu We predigen. need to serve and help those who suffer and are in pain. Wir müssen darin fortfahren, denen zu helfen, die leiden und in Schmerzen empfinden. And we need to create attractive communities with love and compassion. Und wir müssen darin fortfahren, anziehende Gemeinschaften zu haben mit Liebe untereinander und Empathie und Mitleid. But one of the things we also need to do Aber, is apologetics. aber dann gibt es noch was wir tun sollten, und das ist Apologetik. It's absolutely necessary that we develop an apologetic work. Es ist absolut notwendig, dass wir einen apologetischen Ansatz entwickeln. The word apologetics comes from the Greek word apologia. Das Wort Apologetik kommt von dem griechischen Wort Apologia. And it has its historical background in the courtroom. Und seine eigentliche Bedeutung, die kommt aus dem Gericht, aus Verhandlungen vor Gericht. So in a Greek court, you have a prosecutor. In einem griechischen Gerichtsraum hast du einen Staatsanwalt, einen Ankläger. And he presented an accusation. We think you are the murderer. Der hat irgendeinen Vorwurf vorgebracht und gesagt, wir glauben, dass Sie ein Mörder sind. And here's the argument for why we think you are the murderer. Und hier kommt jetzt unsere Begründung, warum wir denken, dass du ein Mörder bist. And that was called a categoria. Und das nannte man eine Kategoria. But then, of course, there was also a defense, Und dann gab es natürlich auch eine Verteidigung, like in a modern court. genau wie in einem modernen Gericht. And that was called an apologia, Und das nannte man Apologia, to present one's defense. also seine Verteidigung. No, I'm not the murderer. Nein, ich bin nicht der Mörder. At the time of the killing, I was 3 hours away, and I have a number of people who can confirm that. Aber als der Mord geschah, war ich 3 Stunden weg und es gibt I'm einige innocent. Leute, die können das bezeugen. Ich bin unschuldig. This word apologia we find 18 times in the New Testament. Das Wort Apologia finden wir 18 Mal im Neuen Testament. It's never translated apologetics, Es wird nie als Apologetik übersetzt. but it's translated to defend Es wird übersetzt mit verteidigen or to give an answer. oder antworten. And it's used broader than the legal setting. Es wird in einem viel weiteren Sinne als nur dem Juristischen verwendet. So we can find it when Paul is in a legal setting, he gives his defense. Also wir haben schon ein Beispiel, dass Paulus in einem einem Gerichtsfall angeklagt wird und dann verwendet er das Wort. But it's also used in a more daily sense of people answering a question or explaining something. Aber es wird auch in einem viel alltäglicheren Sinne verwendet, wo Leute sagen, dass sie eine Antwort geben oder irgendwas erklären. Here's the most well-known word in the New Testament, text in the New Testament that uses the word apologia. It's from 1 Peter 3:15. Hier ist der bekannteste Text im Neuen Testament, der das Wort benutzt. 1. Petrus 3,15.
jederzeit bereit, eine Antwort, Apologia zu geben, jedem, der euch nach dem Grund Logos, der Hoffnung fragt, die ihr habt. So Peter is encouraging us as disciples to always be prepared. Petrus ermutigt uns hier als Jünger Jesu, immer bereit zu sein, vorbereitet zu sein. And to be that in relationship to everyone. Und zwar gegenüber in einer Beziehung zu jedermann. So it's a very wide task, always and everyone. Das ist ganz schön weit gefasst, immer, jedermann. And it's about giving an answer. Und es geht darum, eine Antwort zu geben. To give an apologia. Eine Apologia. And to give a reason, and the Greek word here is logos. Und einen Grund zu geben. Das griechische Wort für Grund hier ist Logos. Which we of course know from our word logic. Das kennen wir aus unserem Wort logisch. And logic is all about coherence, how things fit together. Logik, da geht es immer um Zusammenhang, Kohärenz, wie Sachen zusammenpassen. So we are called to give an answer and show the logic of the Christian faith. Also wir sollen eine Antwort geben und die Logik, den großen Zusammenhang, das Zusammenhängende des christlichen Glaubens zu zeigen. This has been a task for Christians all through history. Also das war eine Aufgabe für Christen in der gesamten Geschichte. In the first generations of Christians in the Roman Empire, they were of course faced with a lot of objections and criticism and hostility. Also im ersten Jahrhundert waren die Christen natürlich konfrontiert mit jeder Menge Feindseligkeit und Fragen und Angriffen. And this was an important part of the Christian movement. We know of the apologist in the generation after the apostles. Das war eine ganz wichtige Aufgabe und Sache für die ersten Christen. Wir wissen von dem Apologist. Is that a book? No, that's a group of people in the generation after the apostles. Es gab die Apologeten. Ja. Okay. In der Generation nach den Aposteln. But when the Christian faith became the dominant view in the culture, this task became, in a sense, less important. Aber als das Christentum dann sozusagen dominierte in der Kultur, irgendwie wurde diese Aufgabe, Apologetik, dann schien weniger wichtig. Other issues came at the center of the public conversation. Es gab dann andere Dinge, die im Zentrum der öffentlichen Debatte standen. Like what is the right interpretation of the Christian faith? Was ist die richtige Interpretation des christlichen What Glaubens? is the right view of the church or of the sacrament or of the gospel itself? Was ist der richtige Blick auf die Kirche, die Sakramente, den christlichen Glauben? Because the majority view was that people affirmed there is the God of the Bible is real, Jesus is the Son of God, the Bible is true. Also die grundsätzlichen Sachen, der haben die meisten Leute zugestimmt. Es gibt einen Gott, die Bibel ist Gottes Wort, Jesus ist der Retter. So because there was not that urgent need in those areas, apologetics was in many circles forgotten. Es gab nicht so eine dringende Notwendigkeit, Apologetik zu tun. Deswegen wurde Apologetik in vielen christlichen Kreisen sozusagen vergessen. But now for several centuries there had been an acute need of apologetics and the churches have not picked up that challenge. Aber jetzt ist es schon seit Jahrhunderten so, dass es eine ganz akute Notwendigkeit, drängende Notwendigkeit für Apologetik gibt. Aber die Kirchen haben sich dieser Sache nicht angenommen. At least not to the degree we should have done. Jedenfalls nicht so stark, so deutlich, wie wir es hätten tun sollen. But during the last decades, there's been a radical change in this area, which is very positive. Aber in den letzten Jahrzehnten ist hier eine große Veränderung eingetreten und die ist sehr positiv. So there is a new wave of Christian apologetics in Europe and in the US and also some other places. Es gibt jetzt richtig eine neue Welle, eine Bewegung von Apologetik in Europa, in den USA und in anderen Weltteilen. And this is really a key thing because apologetics was a crucial part of the gospel's first entrance into Europe. Und es ist ja so, dass die Apologetik ein
unabdingbarer Punkt, ein wichtiger Punkt war, gerade in dem Moment, wo das Evangelium nach Europa kam. Acts 17 is the favorite chapter for all apologists in the whole Bible. Apostelgeschichte 17, das ist das Lieblingskapitel für alle Apologeten im Neuen Testament. Because we have this marvelous retelling of Paul's mission in Athens and his great speech before the Areopagus. Und da wird uns so wunderbar nacherzählt, wie Paulus in Athen auftrat und seine Rede auf dem Areopag. But I would like here not to quote anything from Paul's ministry in Athens, but what happened earlier in chapter 17 when he visited Thessaloniki. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern über das, was früher in Kapitel 17 von der Apostelgeschichte berichtet wird, als Paulus in Thessalonik war. And I read here from the New International Version, which is the most used English version, verse 3 and 4. Das hier ist die englische Schrift, das ist die neue New International Version, die hauptsächlich gebrauchte. As was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus in die Synagoge und an 3 hintereinander folgenden Sabbaten logik er mit ihnen aus den Schriften und erklärte und bewies, dass der Messias leiden musste und von den Toten auferstanden ist. Dieser Jesus, den ich euch verkündige, das ist der Messias, sagte er. Einige von den Juden wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Und ebenso eine große Zahl gottesfürchtiger Griechen und gar nicht wenige prominente Frauen. Very successful ministry. Das ist ein erfolgreicher Dienst. Large number of God-fearing Greeks joining. Eine große Zahl gottesfürchtiger Griechen. Quite a few prominent women. Ziemlich mehrere prominente Frauen. And some of the Jews. Und sogar einige Juden. It's Luke who is summarizing what Paul did here. Das ist Lukas, der hier zusammenfasst, was Paulus getan hat. And when describing Paul's ministry, Luke is using 5 verbs. Und indem er Paulus Dienst beschreibt, benutzt Lukas 5 Verben. What did he do? Was tat er? Let's take away all the other text. Jetzt nehme ich mal den Text weg, außer diesen 5 Verben. Here you have Luke's descriptions. He reasoned, he explained, he proved, he proclaimed, and it led to persuasion. Er argumentierte, er erklärte, er bewies, er verkündete und das führte zu Überzeugung. I think this is highly interesting. Also ich finde das total interessant. Imagine we had a time machine. Mal angenommen, wir hätten eine Zeitmaschine. Not for us going back to Thessaloniki and Paul. Nicht, dass wir nach Thessalonik gehen und Paulus zuhören. But if we could transport Luke to come to us. Aber wir würden Lukas hier zu uns transportieren können. So I imagine Luke is coming to Sweden. Ich stelle mir jetzt mal vor, Lukas kommt nach Schweden. And of course I would like to thank him for his 2 marvelous books. Und dann würde ich ihm natürlich danken wollen für seine beiden wunderbaren Bücher. I've read them so many times, they meant so much to me. Ich habe sie schon so oft gelesen, sie bedeuten mir so viel. But then I would like to give Luke a task. Aber dann würde ich Lukas eine Aufgabe geben wollen. I would like to say, Luke, I want you to travel around in Sweden listening to Christian communicators. Lukas, könntest du mal durch Schweden reisen und christlichen Predigern zuhören? And come back to me and give me 5 verbs that describes how the gospel is communicated. Und dann kommst du zu mir zurück und gibst mir mal 5 Worte, 5 Verben, die am besten beschreiben, was du gehört hast. And Luke started to travel around in Sweden. Also Lukas reist durch Schweden. He listens to pastors and Lutheran priests. Er hört lutherischen Pastoren und Priestern zu. To evangelists and Sunday school teacher. Evangelisten, Sonntagsschullehrern. And he comes back and gives me 5 verbs. Und dann kommt er zurück und nennt mir 5 Verben. Will it be these 5 verbs?
wenn es diese 5 Verben sei? If you were a Swedish audience, you would laugh at this point. An dieser Stelle, wenn ihr Schweden wärt und mir zuhören würdet, würdet ihr an dieser Stelle lachen. Because it's so shockingly obvious that this is not the way we proclaim the gospel. Denn es ist so schockierend offensichtlich, dass wir das Evangelium nicht auf diese Weise verkünden. Don't misunderstand me here. Ihr dürft mich jetzt nicht missverstehen, bitte. I'm not saying there is only one way to proclaim the gospel. Ich sage jetzt nicht, es gibt nur einen Weg, das Evangelium zu verkünden. We should proclaim it in many, many different ways, using many, many different gifts God has given to us. Wir sollten es auf viele, viele verschiedene Arten und Weisen verkünden und all die vielen Gaben, die Gott uns gegeben hat, dafür einsetzen. But it's an extreme weakness if we do not also proclaim the gospel in this way. Aber führt zu einer unheimlichen Schwäche der Verkündung, wenn wir es nicht auch, wie hier auf der Projektion gezeigt, verkünden. Because this is the way it first came to Europe. Denn so ist es zuerst nach Europa gekommen. And secondly, if we stay in Thessalonica, Also wir bleiben nochmal in Thessalonich. it's interesting to look at the logic of Paul's presentation. Und schauen uns mal die Logik von Paulus' Präsentation an. He, of course, first goes to the synagogue, to his Jewish brothers and sisters. Also als erstes geht er in die Synagoge zu seinen jüdischen Brüdern und Schwestern. But notice, he does not go into the synagogue and say like this. Aber achtet mal darauf, er geht nicht in die Synagoge und sagt Folgendes. Jesus, Jesus of Nazareth, Jesus who was crucified under Pontius Pilate, he is the Messiah. Was er nicht sagte ist, Jesus, ihr wisst schon, Jesus von Nazareth, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, der ist der Messias. He cannot say that. Das kann er nicht sagen. That would absolutely in 1 second disprove his message. Das würde innerhalb einer Sekunde seine Botschaft widerlegen. Why? Warum? Because in his time, the majority of the Jewish people expected Messiah, Denn zu seiner Zeit hat die Mehrheit der Juden den Messias wirklich erwartet. and they thought that the first sign of Messiah would be that he would defeat the Romans. Und sie glaubten, das erste Zeichen, was der Messias tun würde, wäre, die Römer zu besiegen. With God's help, the Roman occupation would cease, they would be defeated, and the spiritual life in the temple would be restored. Mit der Hilfe Gottes würde die römische Herrschaft aufhören. Sie würden besiegt werden und die Anbetung Gottes im Tempel würde wieder richtig losgehen. So if Paul is coming into a synagogue saying, the crucified Jesus is the Messiah, Also wenn Paulus in die Synagoge gegangen wäre und gesagt hätte, der gekreuzigte Jesus ist der Messias, then the audience would say, no, you have just proved for us that he's not the Messiah. nein, denn du hast uns gerade bewiesen, dass dieser Jesus nicht der Messias ist. Messiah will be victorious, not defeated. Der Messias wird siegreich sein, nicht besiegt. So look at the text. What is Paul doing? Also schaut nochmal auf den Text. Was macht Paulus? He does not start by presenting the crucified Jesus. Er startet nicht damit, dass er den gekreuzigten Jesus vorstellt, He starts by saying, we all wait for Messiah. sondern er startet damit, dass er sagt, wir alle erwarten den And of course, Messias. we know that Messiah in the end will be victorious. Und wir wissen alle, dass der Messias am Ende siegreich sein wird. But haven't you also read Aber habt ihr nicht auch gelesen, that Messiah first need to win a deeper victory by being killed dass der for his Messias people? erst einen Sieg in einem viel tieferen Sinne erringen musste, indem er für sein Volk starb. So he starts by explaining and proving out from the scriptures that the Messiah had to suffer and rise from the dead. Deswegen erklärt er aus den Schriften, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. And then he identified Jesus as this promised suffering servant. Und dann identifiziert er Jesus mit diesem verheißenen
Messias-Diener. So he seems to have a very clear picture of the logic of both his listeners' thinking and, of course, the logic of his own message. Das heißt, Paulus hatte einen Blick, ein Verständnis für sowohl die Logik seiner Zuhörer als auch die Logik seiner Botschaft. Not long ago we celebrated Easter. Es ist ja auch nicht lange her, dass wir Ostern gefeiert haben. Well, this year it was not much of celebration, unfortunately. Naja, dieses Jahr war es ja nicht so richtig eine Feier. And we couldn't do any student evangelism on the universities this year. Wir konnten keine Evangelisation unter Studenten in den Universitäten machen dieses Jahr. But of course, it's common around Christmas that Christians want to communicate Easter message to students. Aber es ist ziemlich gängig, dass christliche Studenten um die Weihnachtszeit herum die Osterbotschaft verkünden wollen. And I will take this as an example of an updating of what Paul did in Thessaloniki. Und das möchte ich jetzt mal als Beispiel nennen. Übertragung in unserer Zeit, so eine Art Update dessen, was Paulus damals in Thessalonik gemacht hat. So if I stand, if I imagine that you are a group of Swedish secular students. Ich stelle mir jetzt vor, ihr seid eine Gruppe säkularer schwedischer Studenten. And I'm here to present the Easter message to you. Und ich bin hier, um euch die Osterbotschaft zu verkünden. Of course I could proclaim to you, Jesus rose from the dead. I have great news for you. Jesus rose from the dead. Ich könnte natürlich euch verkünden, ich habe ganz großartige Neuigkeiten für euch, Botschaft für euch. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist von den Toten auferstanden. And that's, of course, an absolute true message. Das ist natürlich eine vollkommen wahre Botschaft. But in relationship to my audience, I've just proved myself to be an idiot. Aber in Bezug auf meine Zuhörerschaft, die säkularen schwedischen Studenten, habe ich gerade bewiesen, dass ich ein Idiot bin, der nichts kapiert. Because the majority of them will not believe there is a creator God. Denn die meisten von ihnen werden erstmal gar nicht glauben, dass es einen Schöpfergott gibt. And if there is no creator God, of course a dead person cannot come alive again. Und wenn es keinen Schöpfergott gibt, dann kann natürlich eine tote Person nicht wieder lebendig werden. So it's just a totally irrational claim, someone saying a dead person come alive. Das ist vollkommen irrational, wenn jemand behauptet, dass eine tote Person wieder zum Leben kommen kann. So I'm then proclaiming an impossible event. Sorry. I'm then proclaiming an impossible Ich event. verkünde offensichtlich ein vollkommen unmögliches Ereignis. So instead I need to say, I know the majority of you don't think there is a creator God. Ich müsste stattdessen lieber anfangen und sagen, ich weiß schon, die meisten von euch glauben nicht, dass es einen Schöpfergott gibt. And if your belief is right, of course, the Easter message is a myth. Und wenn ihr recht habt, dann ist natürlich die Osterbotschaft ein Mythos. I totally agree with you, if there is no God, a dead person cannot be raised from the dead. Ich stimme euch vollkommen zu, wenn es keinen Gott gibt, dann kann keine Person von den Toten auferweckt werden. But do you really know there is no God? Aber wisst ihr ganz sicher, dass es keinen Gott gibt? Would you be able to agree with me that it is still a possibility that there is a God? Würdet ihr mit mir übereinstimmen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es einen Gott gibt? Maybe it's still a very unlikely possibility in your mind, but can we agree it is a possibility that there is a creator God? Vielleicht ist es für euch eine ziemlich unwahrscheinliche Möglichkeit, aber können wir darin übereinstimmen, dass es eine Möglichkeit ist, dass es einen Gott gibt? Now, if it's possible there is a creator God, then resurrection from the dead is possible. Und wenn es möglich ist, dass es einen Schöpfergott gibt, dann ist die Auferstehung aus den Toten auch eine Möglichkeit. That means that the question has moved from a philosophical question to a historical question. Und auf diese Weise ist die Frage von einer philosophischen zu einer historischen geworden. Has what is possible actually happened in history? Ist das, was vielleicht möglich ist, tatsächlich passiert in der Geschichte? So that's a way of introducing people to the logic of the issue here. Das ist eine Art und Weise, wie man Menschen mit der Logik der ganzen Sache
vertraut machen kann oder verständlich machen kann. And of course, if one has some time, one would like to give some good arguments for why we do not only think it's possible there is a God, we actually think it's reasonable to think there is a God. Und wenn wir genug Zeit haben, dann würden wir natürlich gerne zeigen, dass es nicht nur möglich ist, dass es einen Gott gibt, sondern dass es vernünftig ist, an einen Gott zu glauben. If one studies the book of Acts, there is a coherent picture of the apostles arguing for the truth of the gospel. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, es gibt eine zusammenhängende Art und Weise, wie die Apostel für die Wahrheit des Evangeliums argumentierten. They are very sensitive to the audience, so it's different argumentations in the synagogue and out in the marketplace. Die waren zum Beispiel sehr sensibel für ihre Zuhörerschaft. Sie haben in der Synagoge anders als auf dem Marktplatz das Evangelium präsentiert. In all of the speeches in Mark, there is elements of argumentation. In Mark. Did you say in the Gospel of Mark? In the book of Acts. Ah. In all the speeches in the book of Acts, there is argumentation, there is apologetics. In allen Reden, die in der Apostelgeschichte berichtet werden, da ist Apologetik drin, da ist ein Begründen und Vernunft mit eingebaut in die Reden. And we have, of course, a very fascinating text in Acts 26 when Paul is before Festus and Agrippa. Wir haben einen faszinierenden Text in Apostelgeschichte 26, Paulus vor Festus und Agrippa. And Paul is telling his own story about conversion. Paulus erzählt seine eigene Bekehrungsgeschichte. He actually gives his defense, that's how the text starts. Eigentlich ist es so, dass er dort seine Apologia, seine And he tells Verteidigungsrede ablegt. He tells about how he persecuted the church. Er erzählt, wie er die Kirche verfolgt hat. How Jesus confronted him outside Damascus. Wie Jesus ihm begegnet ist, nahe Damaskus. And commissioned him to preach the gospel. Und ihm den Auftrag gegeben hat, das Evangelium zu verkünden. And then he goes through the content of the gospel. Und dann geht er durch den Inhalt des Evangeliums. About a suffering Messiah. Da geht es um einen leidenden Messias, who is raised then from the dead. Der von den Toten auferweckt. And when it comes to the point of the resurrection, Festus reacts. Und als er an den Punkt Auferstehung kommt, da reagiert Festus. And he interrupts and just shouts, "You're out of your mind, Paul." Er unterbricht Paulus und ruft einfach, du spinnst, Paulus. And this is Paul's response. Und das ist Paulus' Antwort. And I think it's so interesting. So many in Christian circles in Sweden would give a very different response. Also viele Leute in schwedischen christlichen Kreisen würden eine ganz andere Antwort geben, als Paulus sie damals dem Festus gab. When being accused of being out of their mind or being unreasonable, they would respond, "But we believe anyway." Wenn sie beschuldigt würden, dass das Unsinn sei, was sie glauben und unlogisch und unvernünftig, dann würden sie sagen, aber wir glauben es trotzdem. But that is not what Paul is doing. Aber so macht das Paulus nicht. His response is, "Dear Festus, I'm not out of my mind. I'm not insane. What I'm saying is true and reasonable." Lieber Festus, ich bin nicht am Spinnen, ich bin nicht verrückt. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. So it's true and it's reasonable. Es ist wahr und es ist vernünftig begründbar. And then he goes on to show the historical foundation of it. Und dann geht er weiter und zeigt die historische Fundierung, das historische Fundament dessen, was er glaubt. And he can challenge King Agrippa, the Jewish king who is there. Und er fordert den jüdischen König Agrippa heraus. Do you know it's true? It's not happened in a corner. Du weißt, Agrippa, dass es wahr ist. Das ist ja nicht in einem Winkel geschehen. And Agrippa is not rejecting that. Und Agrippa widerspricht dem nicht. So Paul was really an apologist. He was a lot more, but he was also an apologist. Also Paulus war wirklich ein Apologet. Er war noch vieles andere, aber er war auch richtig Apologet. And the first Christians learned that from Jesus himself. Die ersten Christen haben das von Jesus selbst gelernt. In one sense, you could say this is natural out from creation. Man könnte auch eigentlich sagen, dass es gibt sich aus der
Schöpfung, ganz natürlich. We are created in the image of God, and God has given us a mind and given us language. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und Sprache. So it's part of being a true human being that you also use reasoning. Es ist einfach Teil des Menschseins, dass wir Vernunft benutzen, Verstand und Vernunft benutzen und vernünftige Argumentationen benutzen. And we can see that if we study Jesus, that Jesus was an apologist. Wenn wir die Person Jesu studieren, dann werden wir sehen, Jesus war auch ein Apologet. Most Christians would think of Jesus as a teacher. Die meisten Christen, würden sagen, Jesus war ein Lehrer. And of course he was. He was a rabbi. Und natürlich, ja, das war er. Er war ein Rabbi. He was a preacher who proclaimed the kingdom of God. Er war ein Prediger des Königreichs Gottes. And of course we think about Jesus as a miracle man, a healer. Außerdem wissen wir, dass Jesus ein Wunder tat, dass er heilen konnte. Because the power of God was with him and he healed people and delivered them from evil powers. Denn die Kraft Gottes war mit ihm und heilte Personen und machte sie frei von dem Einfluss des Bösen. But he was also an apologist Aber er war auch ein Apologet. who loved to be in conversation with people. Er liebte es, mit Menschen zu reden. And he did not ignore debates. Und er hat Debatten nicht ausgewichen. And let me prove that to you statistically. Das möchte ich euch jetzt mal statistisch beweisen. Now when we have the Bible in computers, we can do all kinds of searches, which is interesting. Jetzt, wo wir die Bibel im Computer haben, da können wir alle möglichen interessanten Suchen durchführen. Work that would have taken days or weeks earlier on, we can do in 2 minutes. Etwas, was früher Tage und Wochen gedauert hätte, das können wir jetzt in 2 Minuten machen. So we can search for different words in the gospel. Wir können zum Beispiel nach verschiedenen bestimmten Worten im Evangelium suchen. So how many times is the word translated in English here to taught used in the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John? 16 Mal ist das englische Wort taught, also lehrte, in den 4 Evangelien erwähnt. Proclaimed is used 20 times. Verkündete 20 Mal im Evangelium. Preached is used 22 times. Predigte 22 Mal. So obviously Jesus taught and proclaimed and preached, and so should we. Also offensichtlich hat der Herr gelehrt, verkündet, gepredigt und das sollten wir auch tun. But what happens if we put in the word asked? Aber wie oft finden wir das Wort fragte? 303 times. You know, you cannot open one page in the gospel without a dialogue. Es gibt keine Seite in den Evangelien, wo kein Dialog zu finden ist. And the word answered 144 times. Und das Wort er antwortete 144 Mal. It's obvious that Jesus loved dialogue and conversation and debate. Es ist offensichtlich, dass Jesus Dialog, Debatte und Unterhaltungen liebte. So people asked him questions and he answered. Personen fragten ihn etwas und er antwortete. And he asked people questions and forced them to think. Und er fragte die Leute Fragen und zwang sie dazu nachzudenken. And forced them to draw conclusions. Er zwang sie, Schlussfolgerungen zu ziehen. So Jesus was also an apologist. Also, Jesus war auch ein Apologet. So I think we need to see a renaissance of Christian apologetics, especially in our time, looking at the history we have come from. The need for Christian apologetics have never been bigger than today. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit unbedingt Apologetik brauchen. Die Notwendigkeit für Apologetik ist bei dem Weg, den Europa gegangen ist, jetzt ganz drängend und wichtig. I shouldn't only quote German and British people. We need some French people here, don't we? Ich sollte vielleicht nicht nur Deutsche und Briten hier zitieren, wir brauchen auch mal ein paar Franzosen, die hier zitiert werden, oder? So let me end this presentation with a quote from Pascal. Ich möchte diese Präsentation beenden mit einem Zitat von Blaise Pascal.
he has a beautiful quote on the need for Christian apologetics. Da gibt es ein wunderbares Zitat über die Notwendigkeit christlicher Apologetik. He says, men despise religion, they hate it and are afraid it may be true. Menschen verachten Religion, sie hassen es und haben Angst, dass sie wahr sein könnte. And the reason behind that fear is that people think that religion, and in this case it's Christianity, would limit and destroy their life. Die Furcht, die die Menschen dabei haben, und hier geht es natürlich nicht um Religion allgemein, sondern um Christentum, die Furcht, die Menschen haben, ist, dass Religion ihr Leben einengen könnte. So you have already here the individualistic impulse that if I'm not at the center, that would be negative for me. Hier habt ihr schon diese individualistische Reaktion. Wenn ich nicht im Zentrum von allem wäre, das würde mich einschränken. And then Pascal says there are three things we need to do to respond to this. Pascal nennt dann 3 Dinge, die wir brauchen, um darauf zu antworten. The cure for this is first to show that religion, that is Christianity, is not contrary to reason, but worthy of reverence and respect. Die Heilmethode für dieses ist erstens zu zeigen, dass Religion, Christentum, nicht der Vernunft widerspricht, sondern aller Ehrfurcht und allem Respekt würdig ist. So to show that this is about truth, objective truth. Zu zeigen, hier geht es um Wahrheit, objektive Wahrheit. It's not against reason. Das ist nicht gegen Vernunft. Second, make it attractive. Make good men wish it were true. Zweitens, als nächstes, macht es anziehend. Macht es so, dass gute Menschen wünschen würden, dass es wahr wäre. Make it attractive. Show that individualism is what has led us into all the problems. Macht es attraktiv, zeigt, dass Individualismus gerade das ist, was uns in alle diese Probleme gebracht hat. And the wonder of being able to see oneself in the light of a creator God who loves us. Und zeigt das Wunder der Tatsache, dass wir uns im Lichte eines Schöpfergottes sehen können, der uns liebt. What could be more attractive than the biblical picture of God and what he has meant for us? Was könnte schöner sein als das biblische Bild von Gott und was er für uns vorgesehen hat? I think this is a crucial step. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Make it attractive. Make good men wish it were true. Macht es attraktiv. Macht gute Menschen, bringt Menschen guten Willens dahin, sich zu wünschen, dass es wahr wäre. And that is, of course, what people like C.S. Lewis in the best of his writing is really doing. Und das ist, was jemand wie C.S. Lewis in den besten seiner Schriften tut. Creating this longing, wow, maybe this is true. Dieses Verlangen bei den Lesern zu kreieren, boah, vielleicht ist es wahr. And then the third step. Und dann der 3. Schritt. And then show that it is. Und dann zeigt, dass es wahr ist. So I think that's a beautiful apologetic program that we need to start to work with. What Pascal already a long time ago formulated. Ich finde, das ist ein sehr schönes Programm für Apologetik, wie Apologetik aussehen muss, die Pascal vor langer Zeit schon formuliert hat. I said to Peter early on that hopefully we will be able to study another part in the book of Acts. Ich hatte meinem Übersetzer vorhin gesagt, vielleicht sind wir in der Lage, noch einen anderen Teil aus dem Buch Apostelgeschichte anzuschauen. When Paul is in Lystra. Als Paulus in Lystra war. But that will have to be for another time. I think we should take the rest of the time here for questions. Aber das vielleicht ein andermal. Ich denke, wir sollten den Rest der Zeit, den wir heute Vormittag haben, für Fragen und Antworten verwenden.